Hallo Freunde! Zwei Kinder haben das Kätzchen im Hof eines Wohnhauses gemobbt und versucht, es lebendig zu begraben. Zwei junge Jungen beschlossen, mit einem ertappten Straßenkätzchen im Hof eines Wohnhauses zu spielen. Laut Anwohnern wurde zuerst das Tier verspottet und dann versucht, es lebendig zu begraben. Der Vorfall wurde auf Video aufgenommen. Zwei Jungen, die nicht älter als 10 Jahre sind, graben ein Loch im Sand und prüfen, ob ein Kätzchen, das einer seiner Freunde in seinen Händen hält, dort platziert wird. Dann legen sie das Tier dorthin und streuen es mit Sand. Die Frau, die vorbeiging, sah, was geschah, die es den lebenden Männern wegnahm. Nachdem das Video in sozialen Netzwerken erschien, interessierten sich Strafverfolgungsbehörden für das Geschehen. Die Identität der Jungen wird festgestellt, ein präventives Gespräch wird mit ihnen geführt, das Kätzchen wurde von Freiwilligen zur Überbelichtung genommen. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben. Hallo liebe Zuschauer! Tom stieg nach einem langen Arbeitstag müde aus dem Auto aus. Als er die Autotür schloss, hörte er ein leises Miauen. Neugierig verfolgte er das Geräusch bis zur Rückseite seines Autos, wo er eine kleine, geschlagene Katze fand, die sich unter den Rädern schrie. Sein Herz hat sich zusammengedrückt. Oh nein, atmete Tom aus und eilte der Katze zu Hilfe. Er setzte sich hin und versuchte, die verletzte Katze nicht zu erschrecken. Das Miauen der Katze wurde lauter und verzweifelter, ihre Augen blieben auf Toms Gesicht stehen. Sie schien um Hilfe zu bitten, und Tom konnte sich nicht dazu bringen, ihre Trauer zu ignorieren. Mit zitternden Händen versuchte Tom, das Auto vorsichtig anzuheben, um die Katze zu befreien. Aber während er mit dem Gewicht kämpfte, traf ihn etwas. Er hat gefroren. Der Körper der Katze zuckte leicht, aber ihre Augen reißen Tom nicht ab. Die Katze schien mit ihren Emotionen zu spielen. Verwirrt und beunruhigt schaute Tom auf. Zu seinem Erstaunen erkannte er, dass die Katze nicht verletzt wurde. Ihr Fell war leicht zerzaust, und es gab Spuren von Leben auf der Straße an ihren Pfoten, aber es gab keine sichtbaren Schäden durch den imaginären Unfall. Das Bewusstsein dafür traf Tom wie ein Blitz. Diese intelligente Katze simulierte ein Trauma in der Hoffnung, Mitgefühl und eine Chance auf ein besseres Leben zu bekommen. Trotz der Überraschung konnte er nicht anders, als die Finesse der Katze zu bewundern. Die Katze beherrschte die Kunst der Manipulation, um zu überleben. Tom hat eine Mischung aus Erleichterung und Spaß umarmt. Er konnte nicht wütend auf die Heimtücke der Katze sein, stattdessen fühlte er sich an dieses mutige Wesen gebunden. In diesem Moment der Spannung schien sich eine Verbindung zwischen ihnen zu bilden. Tom fühlte die Verantwortung, den Wunsch, der Katze, die ihn wählte, ein liebevolles Zuhause zu bieten. Tom streckte sanft seine Hand aus und lud die intelligente Katze ein, ihm zu vertrauen. Und mit dieser einfachen Geste wurde eine Verbindung hergestellt. Die Katze näherte sich vorsichtig und schnüffelte an Toms Fingern, bevor sie ihn an der Hand rieb. Sie schien zu erkennen, dass ihr Trick funktioniert hatte, und ein Funke Dankbarkeit schien in ihren Augen zu leuchten. Seit diesem Tag ist die Straßenkatze, die jetzt James heißt, Teil von Toms Leben geworden. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben. Hallo liebe Zuschauer! Alles ist vor ein paar Jahren passiert. Ich ging in den Laden, und als ich alles gekauft hatte und nach Hause wollte, sah ich auf der Ladentreppe ein paar Jungen. Die Kinder hielten eine Kiste in der Hand, in der sich etwas bewegte. Ich wollte weitermachen. Aber dann riefen die Jungs mich an: Tante, brauchst du kein Kätzchen? Nehmen Sie vielleicht einen? Zu Hause warteten auf mich 3 Katzen und ich hatte nicht geplant, eine weitere zu nehmen, aber ich habe immer noch in die Kiste geschaut. Ein grauer Fleck auf einem schwarzen Hintergrund hat meine Aufmerksamkeit erregt.
Die Kätzchen in der Box waren ungefähr 7, alle waren schwarz und nur ein grauer saß in der Mitte. Vor ein paar Monaten war eine meiner Dichtungen nicht mehr da, sie war genauso grau. Ich habe selbst nicht verstanden, wie es passiert ist, dass die Katze in meinen Händen war, nicht in einer Schachtel. Also, Stepka, gehen wir nach Hause? Ich habe ein Kätzchen gefragt. Auf dem Heimweg dachte ich immer, warum ich die Katze mitgenommen habe, weil es zu Hause genug Lebewesen gibt. Sobald ich es genommen habe, muss ich gepflegt werden, besonders bald stellte sich heraus, dass die Katze krank war. Äußerlich war die Krankheit nicht bemerkbar, aber es gab Probleme mit dem Magen, die Steppe konnte nicht normal essen, jede Mahlzeit machte die Fäkalien flüssig. Der Tierarzt hat ein spezielles Futter und einen Essensplan verordnet. Eine Woche der vorgeschriebenen Diät brachte kein Ergebnis, der Zustand des Kätzchens verschlechterte sich. Ich fing an, Haferflocken auf Wasser zu kochen, für den Geruch habe ich etwas weiches Futter für die Kätzchen hinzugefügt. Ich fütterte das Baby getrennt und eine Woche später begann er sich zu erholen. Bald schloss sich der Steppke dem gemeinsamen Tisch für Katzen an. Das Baby begann sich zu erholen und zu wachsen. Die Steppe ist wie ein Rassegeflügel, aber ich habe es nicht geschafft, die Rasse zu zerlegen. Ich beschloss zu warten, was daraus wachsen würde und war ein Jahr später sehr überrascht, welches Kätzchen ich aus der Box gezogen habe. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere. Hallo liebe Zuschauer. Klaus, eine arme und kranke Katze, wurde Opfer von Umständen, in denen sein Besitzer abreisen musste und ihn nicht mitnehmen konnte. Einmal in einem überfüllten Tierheim angekommen, stand die Katze vor ernsten Gesundheitsproblemen und weigerte sich, Nahrung und Wasser zu essen. Im Tierheim nahm das Schicksal von Klaus eine schreckliche Wendung, als er eine schwere Atemwegsinfektion erlitt und mit einem Virus konfrontiert wurde, das schmerzhafte Geschwüre im Mund verursacht. Die Aussichten waren düster, und das Tierheim konnte ihm die notwendige Pflege nicht bieten. Es gab keine Plätze mehr im Tierheim, und die kranke Katze wurde beschlossen, eingeschläfert zu werden. Eine der Freiwilligen hörte von Klaus und antwortete auf den Aufruf des Tierheims, einen Platz für die Katze zu finden. Mit großer Erfahrung erkannte sie, dass sie diese arme Katze retten musste. Das Mädchen nahm Klaus sofort mit und brachte ihn ins Krankenhaus. Klaus verbrachte mehrere Tage im Tierkrankenhaus, wo er rund um die Uhr versorgt wurde. Unglaublich, aber Klaus hat sein süßes Temperament auch in den schwierigsten Momenten nicht verloren. Die 4 langen Monate intensiver Betreuung durch Ehrenamtliche trugen Früchte. Klaus begann sich durch ein Wunder zu erholen. Jetzt, dank der ständigen Pflege und Liebe, sieht es toll aus. Nach einem langen und schwierigen Weg der Genesung ist Klaus jetzt zur Adoption bereit. Sein süßes und atemberaubendes Aussehen macht es zu einem perfekten Kandidaten für ein liebevolles Zuhause. Wünschen wir dieser armen Katze, dass sie bald ihr Zuhause finden kann. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Tiere, die Sie lieben.